Immer mehr Männer, besonders im mittleren und höheren Alter, entscheiden sich bewusst dafür, Single zu bleiben. Und das ist kein Zufall. Es ist nicht einfach nur eine Laune oder eine vorübergehende Modeerscheinung, sondern eine Entwicklung, die auf knallharten Erfahrungen, gesellschaftlichen Veränderungen und persönlichen Einsichten beruht. Wer diese Gründe nicht versteht, läuft Gefahr, dieselben Fehler zu machen, mit dramatischen Konsequenzen für Herz, Geldbeutel und Lebensqualität. Fangen wir mit dem Offensichtlichen an. Ruhe und innere Freiheit. Viele Männer haben nach Jahren voller Stress, Kompromissen und emotionaler Achterbahnen erkannt, wie kostbar echter Frieden ist. Stell dir vor, du kommst nach Hause, kein Streit, keine Vorwürfe, keine plötzlichen Stimmungsschwankungen. Stattdessen Ordnung, Stille und die Möglichkeit, deine Energie in deine eigenen Projekte zu investieren. Für viele Männer ist diese Ruhe Gold wert. Einsamkeit, sagen sie, kann man heilen. Aber eine falsche Beziehung frisst dich auf wie ein langsames Gift. Erklärt den Trend nicht. Es gibt einen zweiten, harten Faktor: das Scheidungssystem. Unzählige Männer haben gesehen oder am eigenen Leib erlebt, wie eine Scheidung ein ganzes Lebenswerk vernichtet. Häuser, Firmen, Vermögen, alles in wenigen Monaten verloren. Ein Mann, der jahrzehntelang aufgebaut hat, findet sich plötzlich in einer Einzimmerwohnung wieder, während die Ex-Frau im gemeinsamen Haus lebt. Das ist keine verbitterte Übertreibung. Das ist nackte Realität. Jeder kluge Geschäftsmann weiß, man steigt nicht in ein Spiel ein, bei dem die Verlustrisiken deutlich größer sind als die Gewinne. Doch es geht nicht nur ums Geld. Viele Männer tragen seelische Narben. Emotionale Schutzmauern sind das Ergebnis von Enttäuschungen, Lügen und Verrat. Jeder Schlag, den sie einstecken mussten, war ein weiterer Stein in dieser Mauer. Das Problem? Wer sich vollständig abschottet, schützt sich zwar vor Schmerz, aber auch vor Liebe. Wahre Stärke bedeutet nicht, niemals verletzt zu werden, sondern die Fähigkeit zu behalten, trotz Wunden neu zu vertrauen. Allerdings nur den Menschen, die es auch wirklich verdienen. Mit den Jahren kommt etwas anderes hinzu: hohe Standards. Viele Männer haben keine Lust mehr, Kompromisse zu machen. Sie wissen genau, was sie wollen und was nicht. Lieber bleiben sie allein, als sich noch einmal auf eine mittelmäßige Beziehung einzulassen. Doch diese Klarheit hat auch eine Schattenseite. Wer nur nach Perfektion sucht, wird sie niemals finden. Die Kunst liegt darin, zwischen gesunden Ansprüchen und unerfüllbaren Illusionen zu unterscheiden. Und dann ist da die Institution Ehe, die für viele Männer ihren Reiz verloren hat. Statt einer Partnerschaft auf Augenhöhe erleben viele ein Modell, in dem sie zwar zahlen und leisten, aber wenig zurückbekommen. Glückliche Frau, glückliches Leben. Dieser Spruch hat Generationen von Männern zu stillen Dienern im eigenen Haus gemacht. Eine Ehe sollte eine Allianz sein, in der beide stärker werden. Doch das heutige Modell fühlt sich für viele wie einseitige Unterwerfung an. Parallel dazu hat die Gesellschaft begonnen, Männlichkeit selbst in Frage zu stellen. Eigenschaften, die früher geschätzt wurden, Stärke, Entschlossenheit, Führungsqualitäten, werden heute oft als toxisch bezeichnet. Männer sollen ihre Natur verleugnen, aber weiterhin leisten, beschützen und Verantwortung tragen. Das ist, als würde man einem Löwen sagen: Verstecke deine Krallen, aber geh bitte weiter auf die Jagd. Viele Männer weigern sich, dieses Spiel mitzuspielen. Noch komplizierter wird es durch die veränderte Dynamik zwischen Männern und Frauen. Statt Partnerschaft erleben viele Männer Rivalität. Jede Diskussion wird zum Machtkampf, jede Entscheidung zu einem Geschlechterkampf. Männer wünschen sich Unterstützung, Teamgeist, ein Zuhause voller Harmonie,
und bekommen stattdessen ein Schlachtfeld. Kooperation wird oft als Schwäche ausgelegt, Harmonie als Unterwerfung. Mit solch einem Fundament lässt sich keine Zukunft aufbauen. Hinzu kommt ein weiterer Punkt: Die klassische Rolle der Ehefrau ist fast verschwunden. Früher bedeutete Ehe: Zwei Menschen bauen ein Zuhause, eine Familie, eine gemeinsame Zukunft. Heute ist dieser Gedanke für viele Frauen nicht mehr attraktiv. Karriere und Unabhängigkeit haben Vorrang, was legitim ist. Doch gleichzeitig fehlen häufig die Fähigkeiten, eine Partnerschaft wirklich stabil zu machen. Männer suchen aber keine zusätzliche Konkurrenz im eigenen Heim. Sie suchen eine Partnerin, die ergänzt, bereichert und ein Gefühl von Zuhause schafft. Interessant ist, dass Männer im Gegensatz zu Frauen mit dem Alter wertvoller werden. Während der Marktwert von Frauen oft früh seinen Höhepunkt erreicht, steigt er von Männern über Jahre hinweg. Ein erfolgreicher, erfahrener Mann mit 45 wird oft attraktiver wahrgenommen als ein unsicherer Junger mit 25. Männer, die Jahrzehnte in Karriere, Gesundheit und innere Stärke investiert haben, ernten irgendwann die Früchte. Sie müssen nicht mehr um Aufmerksamkeit kämpfen. Im Gegenteil, Frauen suchen ihre Nähe. Dieses Machtgefälle hat sich umgekehrt, und viele Männer genießen diese Position. Und schließlich ist da noch die Dating-Welt von heute. Dating-Apps haben Menschen zu Profilbildern reduziert, soziale Medien haben Narzissmus salonfähig gemacht und die Hook-up-Kultur hat Intimität entwertet. Für viele Männer fühlt sich modernes Dating an wie ein Müllhaufen, auf dem man vergeblich nach Diamanten sucht. Oberflächlichkeit, Austauschbarkeit und ständige Illusionen machen es fast unmöglich, echte Verbindungen aufzubauen. Kein Wunder also, dass viele Männer sich bewusst gegen diesen Markt entscheiden. Am Ende läuft alles auf eine einfache, aber harte Wahrheit hinaus. Viele Männer bleiben lieber allein, bis sie eine Frau finden, die wirklich ihre Ruhe wert ist. Solche Frauen gibt es, auch wenn sie selten sind. Aber bis dahin schützen Männer das, was ihnen am wichtigsten geworden ist: ihre Freiheit, ihre Klarheit und ihren inneren Frieden.